Hallo und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und wir sind hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Und ich zeige euch heute, wie ihr kugelförmige Gegenstände in einem Stillleben so malen könnt, dass es aussieht wie echt. Wir malen heute ein Stillleben aus verschiedenen kugelförmigen Gegenständen. Und ich habe euch dazu eine Melone, einen Apfel und 3 Aprikosen mitgebracht. Wir arbeiten wieder mit den Grundfarben und zwar brauchen wir diesmal Gelb und Rot, Cadmiumgelb und Cadmiumrot, aber diesmal 2 verschiedene Blautöne, ein warmes Blau, das Ultramarinblau und ein kaltes Blau, das heißt Preußisch Blau oder Phthalo-Blau, gibt es verschiedene Bezeichnungen von den Firmen. Wir brauchen einen Borstenpinsel, Größe 6 für den groben Farbauftrag, einen feinen Haarpinsel für die Feinheiten am Schluss, natürlich einen Bleistift zum Vorzeichnen und wir brauchen einen dickeren Malkarton, damit die Farbe nicht durchweicht und damit sich das Papier auch nicht wölbt. Beim Malen werde ich jetzt dann das Stillleben weiter von mir wegrücken, damit ich die Größenverhältnisse besser abmessen kann. Und weil es dann für euch nicht mehr sichtbar ist, habe ich ein farbiges Foto gemacht und das seht ihr jetzt dann immer im Bild eingeblendet. Bevor ihr zu malen anfangt, ist es ganz gut, wenn ihr euch mit den Farben zuerst einmal vertraut macht und rausfindet, wie ihr die Farben mischen müsst, dass ihr die Farbtöne habt, die ihr dann für die kugelförmigen Gegenstände braucht. Ich mache das immer so, ich trage mir die Farben, mit denen ich zum Mischen anfange, auf so einem Übungskarton auf. Und dann gebe ich Schritt für Schritt die anderen Farben dazu und schaue, welche Farbe mir dann am besten gefällt für das Motiv, das ich malen möchte. Ich habe jetzt das Gelb mit dem Pariser Blau gemischt. Und es gibt jetzt so ein Grün, das gefällt mir zum Beispiel jetzt für die Wassermelone schon ganz gut. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen Weiß dazu gebe, wäre das vielleicht schon die Farbe für die Wassermelone. Wem das zu knallig ist, das ist natürlich unglaublich Geschmackssache, weil jeder Mensch die Farben ein bisschen anders sieht. Der kann das Gleiche mit dem warmen Blau probieren. Also wieder das Gelb als Grundfarbe und ein bisschen von dem warmen Blau dazu. Und ihr seht schon, das ist ein anderer Farbton, der ist wärmer. Und wenn ich da ein bisschen Weiß dazu gebe, gibt es diesen Farbton. Also wofür ihr euch letztendlich entscheidet bei der Wassermelone, das ist einfach Geschmackssache. Weil, ich habe es schon immer mal wieder gesagt, wichtig beim Malen ist, dass euer Gefühl für das, was ihr malt, aufs Papier kommt. Wir wollen nicht unbedingt ein Foto machen, das exakt so ausschaut, wie die Melone selber das tut, sondern wir wollen unser Gefühl für die Melone malen. Also auf alle Fälle braucht ihr für die Wassermelone das Gelb mit einem von den Blautönen und ein bisschen Weiß dazu. Dann schauen wir uns die Aprikose an. Die Aprikose ist orange. Orange mische ich aus Gelb und ein bisschen Rot. Aufpassen immer, weil die dunkle Farbe sehr, sehr schnell färbt. Seht ihr schon, ne? Und wenn euch das zu kräftig ist, dann könnt ihr versuchen, mal ein bisschen Weiß dazu zu geben, weil Weiß die Farbe immer blass macht.
Müsst ihr nur aufpassen, weiß macht die Farbe auch kalt. Also das könnte jetzt vielleicht schon mal so der Farbton von der Aprikose sein. Für die dunklere Seite von der Aprikose, da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen Blau mit dazu mischen. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Rot und jetzt ganz wenig Blau. Das war zu viel, ein bisschen mehr Rot. Genau. Und das könnte jetzt zum Beispiel dieses dunkle Rot auf der Aprikose sein. Es ist auch geschickt, wenn ihr euch dann immer die Farbe, mit der ihr gemischt habt, wenn ihr euch die davor setzt, also in dem Fall war das Pariser Blau. In dem Fall war es das Ultramarinblau. Da haben wir das Rot dazu gemischt und da haben wir das Rot und das Ultramarin dazu gemischt. Wenn ihr so der Typ seid, der sich was besser merken kann, wenn er es aufschreibt, könnt ihr euch natürlich das auch immer dazu schreiben. Pariser Blau mit Gelb, dann plus Weiß. Also da findet eure eigene Methode, wie ihr euch das am besten merken könnt. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie ich das immer mache, bevor ich anfange zu malen. Ich mache es jetzt nicht für die ganzen Farben, die wir im Stillleben brauchen, weil es sonst zu lang dauert, aber ich glaube, ihr habt so ungefähr gesehen, was ich meine. Eine Sache vielleicht noch ganz wichtig, wir mischen uns Schwarz immer selber. Das heißt, wir nehmen Blau, Rot dazu und ein bisschen Gelb, weil es in der Natur kein echtes Schwarz gibt. Und das darf ruhig immer ein bisschen abgetönt sein. Das darf einen Gelbstich haben, einen Blaustich haben, das macht überhaupt nichts. Kann man das Pariser Blau mal noch dazu nehmen. Dann wird so ein bläuliches Schwarz. Das ist auf alle Fälle immer schöner als ein richtig fertiges, einfarbiges Schwarz. Weil man dann immer das Gefühl hat, dass sich in dem Schatten auch die Farben von den Gegenständen spiegeln. Und natürlich kann man da auch wunderbare Grautöne draus mischen, die man dann eventuell auch für den Hintergrund braucht oder eben für die Schattenseite, wenn der Schatten nach außen verläuft. Ich habe mir jetzt frisches Wasser geholt und habe mir einen neuen Karton geholt, auf den ich jetzt das große Stillleben erstmal zeichnen werde. Ich deute mir, genau wie beim Zeichnen, erst einmal ganz grob mit ganz feinen Strichen an, wo ungefähr die Hauptgegenstände, wo die ungefähr sein sollen. Und wirklich drückt nicht fest auf, dann habt ihr beim Radieren hinterher kein Problem. Okay, die Melone soll ungefähr hier liegen, dann davor, also weiter unten im Bild, liegen die kleinen Aprikosen. Das sind ungefähr hier. Macht nichts, wenn das nicht ganz genauso wird, wie es auf dem Foto aussieht. Aber man sollte natürlich deutlich erkennen,
dass die Aprikosen wesentlich kleiner sind als die große Melone und dass der Apfel ungefähr ja, doppelt so hoch ist wie so eine Aprikose. Dass der halt so diese mittlere Größe hat. So, da bin ich zufrieden damit. Dann kann ich das jetzt ein bisschen besser nachfahren. Und keine Sorge, Acrylfarben decken ja vollständig ab. Das heißt, man wird auch den Bleistiftstrich hinterher nicht mehr sehen. Und bei der Vorzeichnung braucht ihr auch jetzt nicht auf die Einzelheiten achten, ihr braucht da nicht schattieren. Ihr müsst euch nur ungefähr andeuten, wo die Gegenstände liegen. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist beim Apfel schon mal gleich diese Welle einzeichnen, wo die ungefähr ist. Und genauso da bei der kleinen Aprikose diese kleine Welle mir andeuten und vielleicht da noch diese Vertiefungen. Und auf der Melone diese Zeichnung, dieses Muster, das werde ich wahrscheinlich jetzt sowieso mit der Grundfarbe überdecken, also mache ich mir da auch keine große Mühe. Ich deute es nur an, damit ich bei der Pinselführung aufpasse, dass ich an dieser Markierung entlang den Pinsel, die Farbe führe. Man kann sich den Schatten nur ein bisschen andeuten, wo der läuft. Und damit ist die Vorzeichnung eigentlich erledigt. Ich fange jetzt mit dem größten Gegenstand an, der im Bild ist. Das ist die Wassermelone. Und da habe ich persönlich mich ja für das Gelb mit dem Pariser Blau entschieden. Und ich mache jetzt mal den ganzen Gegenstand erstmal einfarbig mit der helleren Farbe. Nur ein bisschen mehr weiß noch. Und vielleicht erkennt er auch sofort, wenn er mir jetzt zuschaut, wie wichtig das ist, mit den Pinselstrichen dieser Markierung zu folgen, weil das nämlich auch dann plastisch wirkt. Man sieht die Pinselstriche hinterher noch und es sieht halt aus, als wäre das so der Form nach schraffiert. Gut, für die Schattenseite kann ich schon mal ein bisschen mehr Blau zugeben. Blau macht die Farbe erstens mal dunkler, was wir für einen Schatten brauchen, und es macht die Farbe auch kälter und das brauchen wir für den Schatten genauso. Also im Schatten muss die Farbe bläulich und dunkler sein. Und es geht ganz ähnlich wie das Schattieren mit dem Bleistift. Wichtig ist, dass man einen sanften Übergang herstellt, indem man mit der dunkleren Farbe so ein bisschen in die helle Farbe reinwischt. Und hintenrum ist genauso wie bei der Bleistiftzeichnung, da wo das Licht schon wieder rumkommt, kann ruhig die Melone wieder ein kleines bisschen heller werden. Nicht so hell wie in der Lichtseite, auf keinen Fall, aber sie darf ein bisschen heller sein und auch unten, wo das Weiß vom Papier auf der Melone spiegelt, darf es ruhig wieder ein bisschen heller werden. Gut, das war der grobe Farbauftrag für die Melone. Dann den Pinsel gut auswaschen und den immer so von hinten nach vorne abziehen, dass möglichst keine Farbreste drin bleiben. Weil wenn ich natürlich jetzt ein reines Gelb malen will und habe dann noch Blau in meinem Pinsel, dann habe ich ein Problem. Und deswegen immer gut auswaschen.
Ja, kümmere ich mich als nächstes um den Apfel. Da fange ich auch mit der Lichtseite an. Ich mische mir ein ganz helles, grünliches Gelb mit ein bisschen Weiß. Und dann ein kräftiges Rot. Und da darf jetzt dann ruhig auch eine kleine Spitze Blau dabei sein, aber wirklich nur ganz, ganz wenig am Anfang. Dass das so ein bisschen einen Blaustich kriegt, nicht mehr. Und auch beim Apfel gilt wieder das Gleiche. Mit dem Pinsel immer dieser Strichführung folgen, so wie wir es schon beim Zeichnen auch gelernt haben. Dann jetzt im Schatten wieder mehr Blau dazugeben. Auch hier ist die Schattenfarbe bläulicher. Und wieder genauso wie bei der Melone schon, immer so ineinander wischen, dass der Übergang möglichst sanft wird. Und nach innen rein muss die Farbe jetzt noch dunkler werden. Da mischen wir jetzt ein bisschen Blau dazu. Genau, dann haben wir schon den groben Farbauftrag für den Apfel. Die Aprikosen haben wir ja vorhin schon gemischt. Das ist zu rot. Haben schon fast keinen Platz mehr. Gebe ich ein bisschen Weiß dazu. Das ist Geschmackssache, also da könnt ihr das ruhig auch ohne Weiß machen, wie ihr selber das halt so seht. Dann ein bisschen in Schatten. Und die Aprikose, die so ganz im Schatten liegt, die muss natürlich nochmal ein ganzes Stück dunkler werden als die anderen beiden. Also da dürft ihr ruhig relativ viel Blau dazu geben. Ihr seht wahrscheinlich, dass ich den Pinsel fast nie auswasche und dass die Farben immer so sich ineinander mischen. Das ist völlig in Ordnung. Weil manche glauben immer, dass man genau den gleichen Farbton, den man jetzt da unten gehabt hat, dass man den auch an der nächsten Stelle unbedingt wieder genauso haben muss. Und das braucht es aber nicht, weil wenn ihr die Aprikose anschaut, ich hole da einmal nochmal eine ins Bild, dann seht ihr wirklich, dass da ganz viele verschiedene Rot- und Gelb- und Blautöne drauf sind. Und das dürfen wir beim Malen natürlich auch machen. Also das muss jetzt nicht einfarbig irgendwie orange sein oder einfarbig in diesem dunkleren Rot, sondern das kann ganz unterschiedlich sein. So, jetzt wenn wir die Hauptfarbtöne aufgetragen haben auf die Früchte,
Dann kümmern wir uns mal um den Schatten. Und ich mache den jetzt grau, so wie er halt auf dem Foto auch ist. Unter dem Gegenstand, haben wir gerade schon gelernt, braucht man ganz dunkel. So da drunter, das kleine Stück, wo der auf dem Tisch liegt, da ist er ganz dunkel. Und wenn wir dann Weiß dazugeben, ist ein bisschen sehr lila. Da muss man dann leider einfach so lange mischen, bis man wieder die richtige Farbe hat. Da gehe ich jetzt lieber mal mit dem Küchentuch drüber, weil wenn die Farbe nämlich nur feucht ist, dann ist die Gefahr, dass insgesamt sich das dann färbt, zu groß. Wenn ich jetzt den groben Farbauftrag mal aufgebracht habe, dann mache ich mich an die Einzelheiten und gehe natürlich jetzt überall nochmal mit der Farbe drüber. Ich mache die Schattierungen sorgfältiger, ich ziehe die Konturen nochmal nach. Ich mache das jetzt aber nur an ein paar Sachen exemplarisch, damit ihr seht, wie ich das mache. Und dann lassen wir wieder den Zeitraffer drüber laufen, weil sonst das Video viel zu lang wäre. Ich mache jetzt mal da vorne diese Aprikose für euch. Wir haben für die dunklere Seite, haben wir ja vorhin gesagt, nehmen wir das Blau und das Rot. Und da seht ihr schon, mit dem feinen Pinsel kann ich natürlich jetzt viel sauberer arbeiten. Dann gebe ich Gelb dazu und ein bisschen Rot. Und dann kann man das jetzt ganz schön, ganz fein ineinander wischen. Da in der Lichtseite natürlich ein bisschen Weiß, ein bisschen Gelb dazu. Und da verdecke ich natürlich jetzt auch den Bleistift, den man vorhin noch ein bisschen durchgesehen hat, den verdecke ich völlig. Und der Schattenseite darf es ein bisschen dunkler werden. Und dann kann ich ganz vorsichtig ein bisschen Licht draufsetzen. Zwar mische ich mir da jetzt ein sehr helles Orange und gebe ein bisschen Weiß dazu.
Und ihr seht schon, das ist jetzt fast ein bisschen zu krass, weil so weiß ist das Licht auf der Aprikose deswegen nicht, weil die Oberfläche ja so samtig ist. Und deswegen nehme ich das nochmal ein bisschen so zurück, dass das halt nicht unnatürlich ausschaut. Gut, das war die Aprikose. Was ich dann auch noch natürlich mache, das ist auf der Melone diese Zeichnung aufzubringen. Da mische ich mir jetzt ein sehr dunkles Grün. Und in der Mitte haben wir ja gesagt, geht die Zeichnung relativ so gerade runter. Nur diese Zacken. Da ist der Rand außen sehr dunkel. Und in der Mitte drin ist ein bisschen heller. Ihr seht jetzt bestimmt an meiner Palette, dass ich ganz fleißig war und dass ich jetzt ganz viele verschiedene Farbtöne nochmal auf den Gegenständen aufgetragen habe, dass ich immer wieder korrigiert habe. Also man sieht es vielleicht besonders gut im Schatten, dass ich da immer wieder verschiedene Grautöne übereinander gelegt habe. Und durch diese verschiedenen Überlagerungen entstehen dann immer so ganz interessante Farbeindrücke, die ein Bild eigentlich spannend machen. Ich bin jetzt so weit, dass ich auf den Gegenständen noch die letzten Lichter und die letzten Feinheiten mache. Da möchte ich euch noch mal zuschauen lassen. Das ist jetzt wieder ähnlich wie beim Zeichnen. Das sind diese letzten Feinheiten natürlich der besondere Hingucker. Also auf dem Apfel zum Beispiel jetzt haben wir dann diese Lichter und die macht er bitte nicht mit einem reinen Weiß, sondern tönt das Weiß immer ein kleines bisschen ab mit Gelb, damit es nicht so krass ausschaut. Das gleiche hier, das darf ein bisschen mehr ins Orange gehen. Nehme ich noch ein bisschen von dem Orange, das ich vorhin benutzt habe. Da ist noch ein bisschen was übrig. Genau. Und immer nur so ganz vorsichtig aufsetzen, dass das nicht übertrieben wirkt. Da haben wir vorhin schon mal ein bisschen Licht gehabt. Das
kann man noch ein bisschen verstärken. Und dann mischen wir jetzt mit einem ganz dunklen Braun. Die Farben sind schon ein bisschen schmutzig, seht ihr schon. Mischen wir uns noch die Farbe für den Stiel. Der wächst da so aus dieser Vertiefung raus. Und mit der gleichen Farbe könnt ihr ganz vorsichtig mit einem ganz feinen Strich könnt ihr diese Welle noch so ein kleines bisschen betonen. Und auch immer aufpassen, dass das nicht zu krass wird. Dann kann man am Stiel auch noch ein kleines Licht anbringen. Ein bisschen weiß, wieder mit dem Gelb ein kleines bisschen abmischen, dass es nicht zu hell wird. Und da ganz vorsichtig in der Lichtseite vielleicht da noch ein bisschen so ein Licht auf dem Stiel anbringen. So, dann fehlt jetzt das Licht auf der Wassermelone noch. Da brauchen wir jetzt Weiß. Und ihr seht schon, wenn möglich, benutze ich immer schon diese verschmutzten Farben. Da in dem Weiß, da ist zum Beispiel ein bisschen Grün drin. Und das kann ich dann benutzen, um auf der Wassermelone nochmal so ein bisschen das Licht zu betonen. Auch da wieder vorsichtig, nicht zu viel nehmen, ganz wenig. Dann fehlt mir auf der Wassermelone oben auch noch das Dunkle. Da kann man gleich die gleiche Farbe nehmen, die wir jetzt für den Stiel gehabt haben. Dann vielleicht noch ein bisschen Blau dazu, um diese Kringel ein bisschen anzudeuten. Dann kann man mit der gleichen Farbe vielleicht auch nochmal den Schatten ein bisschen nachziehen, diesen ganz starken Schatten unter dem Gegenstand, da wo es nicht mehr so sichtbar ist. Ja, und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage des Hintergrundes, also welche Farbe ihr für den Hintergrund nehmen möchtet. Und da lasse ich euch aber jetzt freie Wahl. Für mich ist es soweit fertig, dass ihr das jetzt selber beenden könnt. Ich persönlich würde einen Grauton nehmen, also vielleicht ein bisschen eine dunklere Farbe als das, so wie es auf dem Farbfoto auch ist. Aber es wird auch genauso gut eine Nachbarfarbe von dem Grün dazu passen. Also vielleicht ein noch helleres Grün oder ein leuchtendes Gelb kann man auch machen. Oder ihr benutzt eine sogenannte Komplementärfarbe. Wenn ihr den Farbkreis, wenn ihr euch erinnert, den habt ihr bestimmt schon mal gemalt. Da ist zum Beispiel von Gelb die gegenüberliegende Farbe, die Komplementärfarbe, das wäre Violett. Oder von Orange, das wäre Blau. Also auch das wären alles Möglichkeiten von einem Hintergrund, der zu dem Bild gut passt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, ein Stillleben zu zeichnen und diesmal nicht nur mit kugelförmigen Gegenständen, sondern auch mit Zylindern, also mit einer Vase zum Beispiel. Ich hoffe, ihr macht weiter und freue mich drauf. Bis bald!